Ja, und das Gute ist halt wirklich, dass wir Unser Brunnen! das Gute ist halt wirklich, dass wir einfach auch noch eine ebene Möglichkeit haben, ohne Stegen laufen, falls man mal Krüppel ist. Genau, ja, voll. Also der Stall ist eben zugänglich, das kleine Also auch das Gebäude. Das kleine Häuschen auch, unser Gebäude auch dort unten. Und wir haben dort, gedacht, dort drinnen noch Wendeltreppen drauf machen, aber das zeigen wir dann ganz schnell. Der Brunnen, ich mache ihn nachher. Machst du mal. Ey, mit einfach einem Brunnenmann, das ist einfach das Nonplusultra. Tschüp, tschüp, tschüp. Ja, mit diesen Türen weiss ich auch nicht, ob man die noch verhebt im Fall. Ich weiss nicht, ob man da neue Türen braucht. Ob man die restaurieren können. Nein, die verhebt ja. Eben, wie gesagt, da hinten haben alle Türen irgendwie offen. Nein, es geht. Ich möchte sie schon schliessen. Ja, die kann man schon. Muss sie einfach da wieder... Schon. Ja, das wäre schon cool. Da, schau. Also wir sind ja absolute Noobs. Habt ihr Ahnung? Das kann man schon restaurieren. Noobs sind wir nicht, Mann. Ja, also mit so Sachen schon. Das findet man auch raus. Ja, es ist halt schon. Also ich sehe halt einfach, wenn du jetzt zu hast, kommt da unten, mach mal zu. Also das ist schon sehr weit offen. Kommt schon mega viel Kühl rein. Aber Ja, eins nach dem anderen. Da muss man wieder rein tun. und wieder besser anziehen und so, gell? Dann kann man das wieder ein bisschen mehr in seine Dinge rein. Theoretisch haben wir schon Türen. Ja, und sonst gibt es dann halt eine neue Tür. Das ist ja auch möglich. Vor allem schauen wollen. Also da, schau. Ja, aber siehst du da unten? Die Kette, Ja, die dann gibt es da etwas an. Ja, Schau. nein, wir machen einfach eine intakte Tür. Das werden wir machen, aber eins nach dem anderen. Ja. Wir könnten theoretisch da schon Jetzt, zumachen. Die Eingangstür ist halt schon eines der Prioritäten eigentlich. So. Tschüss. Gibt auch ein riesen Loch, check ich ja nicht. Dann sind einfach so Löcher rum da. Ich komme nicht raus, ob sich da mal Tiere reingefressen haben oder so. Oder das ist ja nicht bewusst gemacht. Ist nicht. Oder? Und ich meine, das kannst du nicht bringen, dass es da reinzieht und da reinzieht. Eins nach dem anderen. Aber ja. Ja, da sind auch ein paar Fenster. Nicht mehr drin. Aber ja. Kann man dann auch auswechseln. Genau, die Toilette. Die ist echt gut. Die kann man vielleicht auswechseln oder so. Aber dann, wir haben ja eine Klärgrube, die ist ja intakt, die funktioniert. Also da müssen wir auch noch mal jemanden holen und das überprüfen lassen, weil das kennen wir uns halt gar nicht aus. Da kommt auch noch etwas von der Decke, aber sonst sieht es überall in der Wohnung gut aus. Da. Das Gekabel aber. Und da halt auch neue Fenster. Genau, und da vielleicht ein neues WC oder so. Eben. Da müsste man noch jemanden holen, der die Abwasserleitungen und Wasserleitungen kontrolliert. Wir haben jetzt so herausgefunden, es ist Kunststoffwasserleitungen. Ja. Gibt halt, wir haben es gestern auch noch diskutiert, es gibt halt gar nicht viele schlaue Alternativen. Ich meine, Play willst du erst recht nicht. Ich glaube, das gibt es auch hoffentlich gar nicht mehr. Alu ist jetzt auch nicht besser. Ja, die Türen bekommen wir auf. Aber ich habe einen Schlüssel rumliegen gesehen. Ich kann den Zange brauche ich einfach. Nein, wir finden den Schlüssel. Ich habe 2 Schlüssel gesehen. Ich brauche eine Zange, dann kann ich... Genau, da haben wir gedacht, tun wir die Küche an. Hast du das heute schon erzählt? Oh, keine Ahnung, überall habe ich alles erzählt. Nein, ich glaube von der Küche nicht. Ich bin nicht drin. Also da haben wir eben gedacht, vielleicht so einen Heizofen anmachen. Also so Küchenhexe? Ja, es ist halt eigentlich nicht mehr eine Küchenhexe. Das ist jetzt, eine moderne Küchenhexe sozusagen, Küchenhexe. Wo einfach halt eigentlich so ein Herd ist. Ich blende sonst ein Bild ein. Wie so ein Ofenherd. Also du kannst halt dort eigentlich ein Feuerchen machen. Vielleicht ist das auch schon so. Mal schauen, wahrscheinlich ist das auch schon so einer. Nein, das war mit Gas. Sowieso. Warte mal, ist da draussen? Nein. Das ist doch draussen, schau. Nein, du stellst dir da einen Boiler an. Ich weiss nicht, was da... Keine Ahnung. Das ist Dusche, ziemlich sicher. Dusche. Genau, das wäre halt so eine Möglichkeit, dass man so einen Ofen abtun für Gas. Schau, falls du es checkst. Schau, da ist das Gasding drin. Und dann, ja. Das hat er ja dann. Genau, dann haben wir nämlich im Winter
Im Sommer kann man dann vielleicht eher mit Gas kochen, weil eben im Winter, im Sommer willst du nicht ein Feuer anmachen. Genau, und der Küchenofen, da kann man dann eigentlich kann man ein Feuer machen und dann geht das eigentlich in die Leitungen, die kann man dann weiterbringen zu den Radiatoren, also zu Heizkörpern. Da würden wir dann eigentlich überall so, weil es ist ja jetzt da eigentlich auf Dings eingestellt, auf Öffeli. Aber wir wollen halt das schon ein bisschen zentralisieren. Oder da hat er so einen Kamin gemacht, in jedem Zimmer hat es einen und dann kann man jedes Zimmer einzeln eben mit diesen Öffeli beheizen. Das war ja super, um halt ressourcensparend bleiben, aber wir wollen das schon ein bisschen zentralisieren und dann könnte man eben da den Heizofen machen, den Küchenofen ist glaube ich gestanden. Genau, und dann kann man das schön weiterleiten über Leitungen. Die kannst du schnell sagen, wie du es vor hast mit dem Bohren? Aber Schnell sagen. ja, dass man da die Küchenhex macht oder neuen Küchenofen da machen. Und wir haben ja da ein Zimmer und hinten dran ein Zimmer, wie auch das da. Genau. Und wenn wir jetzt das ist ja dann eigentlich an die Küchenhexe, kannst du eigentlich das Zentralheizsystem anhängen, dass das Wasser da durchgeht. Genau, das heisst, man kann hier kochen, warm. Und dann hat es heizt eigentlich das Wasser auf, das nachher eigentlich durch das System durchläuft. Und da kann man theoretisch eigentlich runter. Und unten dran, da hinten, da unten durch, da zum WC. Also da ist wahrscheinlich das Bad drin und das WC ist auf der anderen Seite. Ja da, also das heisst, man kann eigentlich unten durch an der Kante entlang alles installieren. Also wo wir jetzt gerade im Keller waren. Eigentlich du willst da einmal runter und dann willst du es unterirdisch eigentlich in die einzelnen Räume in die einzelnen Räume hinten runterbringen. Ja. Da, in das Zimmer kann man theoretisch... Nein, da ist... durch die Wand durch. Ja, müssen wir schauen, wie da ist der Kamin. Genau, dass man da kann man gerade an die Wand machen und sonst kann man halt eben eigentlich über und wieder die Dings auf, eigentlich unten durch installieren. Ja, ja. Und dann sind wir ja da auch ganz hinten und können dann eigentlich auch rauf, einmal in das Zimmer da und einmal das Zimmer da. Ja. Und wenn wir unten gleich noch etwas wollen, kann man es unten einfach abnehmen und die Räume installieren. Und gleichzeitig wollte ich da noch einmal rauf. Also ob ich jetzt hier raufgehe oder nicht, das sehen wir dann noch. Ja. Ob wir auch hinten über, aber so müssen wir eigentlich nicht viel installieren, wenn wir es hier oben machen. Ja. Und dann sind wir eigentlich oben, könnten wir auch noch den Raum beheizen. Genau, wir haben ja das Atelier. Haben wir und noch. Das Atelier und hätten auch noch im Raum aus. Und dann wäre das eigentlich die kleinste Installation und haben alles erschlossen. Ja. Das ist halt schön, weil alles über den... Ja, weil über den Ofen läuft. Das ist richtig genial. Und gleiche Raum, genial. Also Raum unten und oben gleich sein. Ja, eben, und du tust ja eigentlich dann ein Feuer machen zum Heizen, kannst aber gleichzeitig kochen. Oder? Das ist so cool. Und du kannst dann eigentlich jederzeit einfach einen Teekanne draufstellen und der Tee wird warm und du kannst eigentlich mega Energie sparen. Es ist halt so 2, 3 nice, oder? Optimal ist halt im Winter ist das eigentlich das Holz, das wärmt und du brauchst keine Energie zum Kochen. Genau. Und Kochherd ist ja wirklich eigentlich das, was am meisten Energie braucht. Und vor allem Backofen, auch, es hat sogar einen Backofen ja drin. Genau, vor allem wenn man halt auch will, den Backofen brauchen ist dann auch so. Also das heisst, du brauchst keine Energie. Genau. Und im Sommer werden wir dann einfach entweder, also wir haben noch vor aufs Dach über, das sehen wir da jetzt nicht, aber wir könnten da aufs Dach, aufs andere Dach über. Dort aufs Dach über, wo ist der Meter? Da kann man vielleicht Solarpanels machen. Ja, genau. Aber das müssen wir anschauen wegen der Ortsschönheit. Wenn es nicht an die Straße ist. Genau, es darf nicht an die Straße führen. Also wir können wirklich auf die Schür eigentlich Solarpanels und das könnten wir dann eigentlich auch da in das Haus überbringen und könnten da mit Solar arbeiten. Genau. Oder halt einfach einen Gaskocher im Sommer. Oder einen Elektroherd für im Sommer. Oder du kannst ja auch eine Dussenküche, also für draussen kochen. Genau. Dann haben wir, oder wenn wir jetzt im Sommer müssen wir nicht heizen und zum Kochen, das ist dann blöd. Aber ja, wir können, also ich würde sowieso einen Pizzaofen machen und so, und man kann ja grillieren und ja. Pizzaofen! Pizza. Pizzaofen! Brauchen dann noch ein Pizzaiolo? Ein Pizzaiolo. Nein, machen wir selber. Pizzaiolos. So, ich will jetzt da rein. Genau, wir finden den Schlüssel. Also wenn wir da noch schnell, da haben wir gemerkt, wir haben ja da schon Parkett drin. Wie wunderbar. Ja, so in 2 Zimmer. Ja. In 2 Zimmer, oder? Dann können wir den einfach... Und das ist, er hat gesagt Buchen. Er hat gesagt, das ist, glaube ich, Buchen. Und dann kann man einfach schleifen.
Ja, das muss man halt einfach alles restaurieren, aber ich meine, das ist Eben gut so. Das Fenster sieht super intakt aus, oder? Da sind einfach Gläser am Arsch. Ja, genau. Aber, genau. Also sonst da kann sieht man, das- ja, da haben wir jetzt auch ein bisschen Videos geschaut. Also das sieht wirklich, ich hoffe, man sieht es. Ja, es ist jetzt mit dem Licht blöd, so sieht man es. So. Also das Holz ist wunderbar, oder? Das muss man einfach schleifen und dann kann man es ölen oder neu lackieren. Und halt einfach neue Scheiben drin. Das ist natürlich klar, dass man neue Scheiben braucht. Aber ich meine, sonst ist da alles machbar. Und eben, können wir jetzt einfach mal alles rausräumen und mal alles putzen und mal Leute organisieren. Schau da. Oder da, nimmst du das? Schau Das da ist nicht so noch. ein Inhalt. Genau, da drin. Ein Schlüssel, ja genau. Super. Hallo. Ja, voll geil, Mann. Gut, Das hat gut. vielleicht auch irgendjemand gemacht. Das ist eine herzige Lampe, Mann. Schau. Die kleine, ja. Das nehmen wir Mal auch schauen. mit. Also, Ja, ich meine, weißt, wir werden da ein paar Schätze entdecken. ja, wir können im nachträglich auch, also der Inhaber wäre froh gewesen, dass wir vielleicht, wenn wir Bilder findet, die alten noch, Genau, es hat überall ganz viele Bilder. genau, dass wir ihm die vielleicht retour geben können, aber wir treffen ihn ja zum Morgen. Ja, genau. Vielleicht finden wir gerade noch den Schlüssel für das Badzimmer. Da, was ist das? Eine Münze. Das sieht nach Oh. Deutscher Reich Oh, aus. Was krass. ist das? Ja, du, schau mal. Das ist ein Reichsadler, oder? Ja, ich würde im Fall schon sagen. Sicher noch was wert. Hä? Münzsammler, kontaktiert uns. Da, schau da. Wir wissen natürlich, wie viel Wert das es hat. Verarscht uns nicht. Schau, die Zange habe ich auch schon gefunden zum Aufmachen. Kannst du mir schon helfen? Mal? Und die bringen wir auch. Die sind gestrickt. Ah. Zeig mal. Das ist gestrickt, schau, hat jemand selber gemacht. Jö. Also ja, das ist, wie sagen wir das? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Voll. Genau. Da, alte Pins. Wenn wir ganz schnell das Video fertig machen und nachher suchen, ist gut. Okay, was machen wir dann am Video? Ja, sagen? also ich möchte jetzt dann einfach schnell die anderen 2 Zimmer. Andere 2 Ich Zimmer. will ja nicht dabei haben auf Bildersuche. Schatzsuche. Schatzsuche. Ja, Ja. machst du mal dort. Ich muss das schnell machen. Genau. Dann haben wir da, ist irgendwie so wie so eine Plane verleiht. Das check ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich da, ist einfach Boden, Steinboden und jetzt wird es ein bisschen sandiger. Das ist glaube ich einfach normal. Wie da. Ich glaube, da Offen. ist, hey! Unser Bad! Hey, jetzt haben wir es live miterlebt, Mann, dass wir einfach den Schlüssel fürs Bad Schau mal die gefunden haben. geilen Plättchen, die Yeah. drin haben. Hey, das ist jetzt eine Überraschung. Schau mal. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ja, Es Mann, ist- ich habe eine Badwanne! Es ist einfach schon eine Badwanne drin. Also es ist eine kleine, habe mega aber man könnte cool. allein Ja, rein. das Du musst sogar Ey. rausschauen beim Baden kannst. So geil, Beim Duschen Mann. hinten rausschauen. Schau mal. Jetzt haben wir einfach den Raum aufbekommen. Wir haben uns immer gefragt, was ist da rein? Und dann haben Jetzt sind wir eingebrochen. dann das haben sind wir wir schon. eruiert, dass da wahrscheinlich Schau, einfach das Bad ist. Ja, Licht geht ja auch Ja, immer da überall. machen wir kommt ein Boiler an. Genau, da kann man einfach den Boiler einstellen. Also, das es ist alles ist, ich weiß verkabelt. nicht, was da jetzt genau ist. Da ist nichts drin. Aber der Boiler hätte ich jetzt eben unten durch. Wäre Ist das unten so? durch. Und auf der anderen Seite eigentlich raus. Also da hinten ist das Bad. Draussen WC ist auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt ins WC den Boiler reingestellt. Ja, dass wir das da- da haben wir Platz. Genau. Da. Und dann kann man Ja, aber da das ist nämlich recht noch. klein. Ja, voll. Es ist schon klein. Aber es langt ja. Ja, es ist wirklich klein. Da ist das Lavabo, oder was ist Ja, das? es ist wirklich Das klein. Also das ja, ist, sehr da klein. kannst du nur alleine drin Nein, sein. das ist wirklich- Und sonst haben wir halt dann wirklich, wenn wir da eine Sauna machen, halt gleich vielleicht auch noch eine Dusche drin. Ja, Weil jetzt dort haben wir da... nein, ich kann da duschen. Aber schau, das Gute Kannst du den ist, Vorhang es ist anmachen. alles blättelt und da läuft das Wasser ab. Also wenn da Wasser aber rausläuft, ist kein Ah, Problem. voll geil. Schau Ja, mal, die klar. schönen Das ist Plättchen. ja super zum Putzen im Fall. Schau mal, geile... Das sind die dann. Das sind die denen, ja, ich habe es auch Aha. gesehen. Also nein, eben, er sieht also anders, ein bisschen Nein, anders. die sind die von denen. Die sind die von denen und die anderen haben wir noch nicht gesehen. Die haben wir noch nicht gesehen. Also, Ja. Die hat ja noch mehr, vielleicht hat es noch Die mehr. haben am Boden gefallen mir mega, die sind Aha. süß. Schau, und da am Schluss kommt sicher noch Wasser raus. Voll Also, geil. sind wir auch schon drin gewesen. Hihi. Gut. Juhu, ich habe eine Badwanne. Mhm. Yeah. Ja, sonst gibt es halt gleich hier hinten, wenn wir das jetzt, wenn wir die Küche da machen, könnten wir gleich da eine grosse, weißt du, zum sich frisch machen und putzen, schminken. Also irgendwie brauchen wir ein Lavabo, ja? ja, Ich sehe eben, noch ich kein würde Lavabo. ich würde da wirklich nur Dusche und Badwanne. Und dann machen wir halt in diesem Vorraum
da gibt es halt da einen grossen Spiegelschrank. Nein. Ja, dort drinnen hast du keinen Platz. Also, dort drinnen hast du keinen Ich Platz. brauche ja keinen Platz. Ich muss ja nur stehen, um mein Gesicht zu waschen. Eine Frau braucht Platz. Nein. Eine Frau ich keinen braucht Platz. ganz viele Schminksachen. Und Nein. okay, braucht niemand. Stimmt, Frau braucht nicht mehr. Macht doch nicht. Also wenn wir da Küche ist- haben und wenn wir da Küche haben und irgendwie ein Sofa oder den Wohnraum, also nein, eben der Küche, wenn wir da Küche haben und Esstisch, dann müsste man halt, ich sehe da die Stube, die will ich nicht in der Stube das Ja, aber da bringen wir nicht einmal das Sofa rein. Unser Sechssofa bekommen wir da so eine Ecke rein, glaube ich. Also wahrscheinlich, es ist 3 Meter lang. Können wir dann nachher mal mit dem Maß schauen, bitte? Ja. Unser Sofa ist 3 Meter lang. Es geht genau rein. Und da aber ist es 2 Meter, oder? Und das geht genau an. Wie viel ist es? 3 auf 2? Ich müsste schnell nachmessen, aber das können wir nachher schauen. Es ist 2 die Länge oder ein bisschen mehr. Und also die Türen kann man auch einfach weglassen. Ja, das stimmt. Und Die dann hätten, wir brauchen da, ja nicht. dann hätten wir da wirklich, es würde genau so das Möbel anbringen. Also es Ja. wäre halt einfach ein kleiner... Kleiner Raum, ja. Aber wir hätten das Sofa schon drin. Es wäre auch da genau die Länge, schau. Also es ist genau, das Ecksofa ist genau so. Ja, und ich meine, sonst kann man auch sagen, das ist irgendwie ein Schlafzimmer. Ich hätte jetzt mehr gesagt, dass da innen vielleicht das Büro ist, wenn wir da eine Stube haben. Ja, aber der Raum ist grösser. Ja, nein, sie sind alle 3 gleich gross, habe ich gemeint. Die 3 Zimmer sind gleich gross, es täuscht. Aha. Die sind, glaube ich, gleich gross. Ich muss nachher schauen. Aber wenn wir jetzt hier die Stube machen, dann willst du da innen nicht schlafen. Ja, oder wir könnten auch einfach da das Büro machen. Ja, Wir könnten auch da das Büro machen und da ein Stube. Schlafzimmer Und wo die Stube? und die Stube da. Aber es ist halt für die Stube einfach schon mega klein alles, ja. Das die Stube da? Nein, da vielleicht. Stube da? Also es ist auf jeden Fall da innen, ist wirklich eigentlich perfekt, dass wir da den Wohnraum... Da können wir endlich Da mal der an den Tisch Esstisch. hocken. Da haben Mann. wir können da gar kein Sofa machen, habe ich gesehen. Also Nein. das wird sowieso, da wird die Küche und der Esstisch. Also entweder ist das Sofa da, das geht genau rein, oder da halt die ja, Stube. oder dort genau, oder das Büro und dann da irgendwie die Stube. Ja, also wir können auch die Stube... Also die Stube in Ist der auch Mitte ist halt wie blöd. schon nicht so gross. Wenn links und rechts... das ist Also kleiner. das wäre auch... Ja, das Mittelzimmer ist das kleinste. Kleinste. Die zwei da Ja. und da sind grösser. Jetzt könnte man sagen, entweder Büro, Also das ist ja so Schlafzimmer. gross wie etwa der unten drin, oder? Wahrscheinlich, Ist, ja. ist das interessant für die Leute? Schon, Ja. oder? Ja, interessant. schon. Ist es interessant für euch? Wolltest du dich eigentlich auch mal filmen, oder bin Nein. ich da? Bin da so am Klack, Filmen? klack. Okay. Hey, schau da. Man hört mich ein ja. Schlüssler. Ich bin ja da. Hey, Aha. die sind wichtig. Für das da. Für die Vorhänge, ja. Ah, super. Ja, schau mal, der Kasten, der ist auch intakt. Und da haben wir sogar... Wir haben ja da geht es raus zum kleinen Balkon, genau. Also, da hat so mehr einen Vorsprung, wo man ein bisschen drauf hückeln kann. Und ein bisschen die Autos anschauen, die vorbeifahren. Nein, es hat ja wirklich keine... Also, ihr habt jetzt nie ein Auto gehört. Es ist halt da ja, auf dem Land und ein bisschen weg vom Schuss. Ja, schauen wir mal, gell? Das sind jetzt halt so die ersten Ideen. Ja, und eben sonst kann man wirklich halt einfach auch unten haben wir ja... Das ist ja das Coole unten. Wir kann, ja. Unten haben wir eine Länge. Das Ja. heisst, wir haben die Wand nicht, wir haben die Wand nicht und wir haben die Wand nicht. Also es ist komplett eigentlich Ja. eine Fläche. Und wenn wir ja direkt die Küchenhex da haben, dann könnten wir auch einfach den Vorraum könnten wir heizen. Weißt du, man kann ja die Heizung kannst du ja auch regulieren. Es Ja. ist ja nicht so, dass es unten nach 100 Grad ist. Du kannst sie auch einfach anstellen, wenn du willst. Und dann könnten wir unten auch halt, dann sind wir halt, also hast halt einfach kein Tageslicht, je nachdem, für eine grössere Stube, sage ich jetzt. Aber, Ja. oder? Oder was ich mir auch gerade überlegt habe, ich meine, man kann ja sagen, das kleine Zimmer ist das Schlafzimmer, weil wir schlafen ja nur im Zimmer. Ja. Wir müssen ja auch den Kleiderkasten nicht ins Schlafzimmer Nein, man tun. kann auch, ja. Oder wenn dann haben wir die 2 grossen Räume frei, dann können wir die Stube in einen Ja, grossen aber eben, Raum das machen. Mami braucht auch ein Zimmer. Genau, eben dann ist eins noch das Schlafzimmer und eins ist eine Stube und dann ist das Büro. Weißt du, das ist ja das, was ich am Ja, Anfang gesagt aber- habe. ja. Dass wir machen können, das ist unser Büro und das ist unser Schlafzimmer, dann ziehen wir da so ein bisschen weg. Aha. Dann haben wir da, können wir dann schauen, Und dann ob wir jetzt Mami aber sagen, das kleinste Zimmer, oder? aha. Ja, dann können wir dann schauen. Aber weißt, für sie ist doch auch wahrscheinlich gescheiter, dass das Schlafzimmer klein ist und die Stube Vielleicht wäre sie gross. froh, wenn sie den Balkon hat. Ja, genau. Oder und sonst umgekehrt, man kann ja schauen. sie hockt ja nicht nur im Zimmer, also sie schläft ja dort, Ja, genau. oder? Ja, sie Ja. ist ja auch nur im Zimmer am Schlafen. Oder? Und das wäre halt... Dann können wir ja schauen.
Voll. Und sie ist ja eigentlich die hauptsächlich Fernsehen schaut. Und wenn der Schuber dort ist, dann ist nur, wenn sie schläft, wenn sie schaut, Lärm. Weil wir schauen eigentlich nie Fernsehen, mehr oder weniger. Ja, wir müssen Musik hören. Das Mami wahrscheinlich nachher auch nicht mehr. Ja, aber sie hat auch gesagt, wahrscheinlich wird sie auch gar nicht so viel Fernsehen schauen. Genau. Und wenn man da, dann wäre das schon gut, wenn das ihr Zimmer wäre. Vielleicht, ja. Wir haben auch ein riesiges Sofa und alles, Bett. Ja, also ich fände es schon cool, wenn die Stube nicht so ein Mini-Raum ist. Ja, und das wäre halt schon, wenn mit dem Balkon ist halt schon cool. Ja, das Mittelzimmer hat... Und ich meine, das ist ein bisschen kleiner wie unser Zimmer, oder, wo wir daheim haben im Fall. Das ist gleich gross. Ja, und ich meine, wir können sonst auch sagen, wobei wir haben halt schon... Ja, ich meine, wir können auch sagen, dass Mami kann das grosse Schlafzimmer nehmen und wir haben das Büro, aber es ist halt ja, das ist, ich weiss halt nicht, ob das... ich glaube, das wäre schon gut, wenn das unsere 2 Räume sind. Mit dem Büro wäre halt schon cool. Eben das Atelier haben wir ja gedacht, dass oben... Das ist ja auch noch Raum, sich ist noch, und man kann unten im Notfall wirklich einfach einen Raum auch beheizen und sagen, es gibt, ist der Raum in der Mitte halt noch jemandem und dann haben wir links können wir den Lagerraum machen und eben und unten hätten wir da unten haben wir 50 Quadratmeter, könnten wir Wohnfläche machen. Und das ist ja auch nur gedacht für den Anfang, oder das Mami will ja ein eigenes, also wir wollen wir wollen alle zusammen, dass Mami dann auch ihren eigenen Place hat und dann haben wir eben gedacht, dass wir die Schür ausbauen, weil die ist wirklich auch mindestens 100 Quadratmeter Fläche. Aber das Geniale ist, dass wir halt wirklich einfach schon alle hier innen wohnen können. Genau, also für den Anfang könnte man auch sagen, all da. Oder eben, wenn es Mami jetzt einfach mal will, am Anfang mal ein bisschen mehr in die Ferien kommen, wie das sie jetzt da wohnt und mal schauen, wie es ihr passt. Und dann könnte man aber immer noch, also wir werden sowieso aus dieser Schür Wohnraum machen. Es ist auch Bauland, also das dürfen wir. Und aus dieser Wohnadresse machen wir ja auch Wohnraum. Und dann haben wir dort das Airbnb und dann würden wir dann wahrscheinlich die Schür ausbauen, dass dann das Mami mal ihren Grund hat. Ja, weil das ist begehbar, eben direkt ohne Stege und das ist riesig, das ist mega cool. Ich glaube, das ist voll geil, wenn du da voll die hohen Decken hast und so, oder? Weil da, es ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen eng, das aber ist höher wie bei uns daheim. Es langt. Also, vor allem haben wir ja draussen, wir sind ja vor allem draussen. Also wir haben der grösste Möbel ist 220 und wir haben bei uns, unsere Räumlichkeiten sind auch so hoch. Unten haben wir nur 2 Meter. Ja. Was für Sauna problematisch könnte werden. Aber es gibt natürlich auch Liegesauna. Es gibt kleine Saunas, ja. Ich brauche nur eine kleine. Ich mache dort nicht, wir machen ja keine Gemeinschaftssauna. Wir sind ja dort alleine drinnen oder das zweite oder so. Yes. Ja, ich glaube, ist mal gut. Okay. Ich habe gerade nichts mehr zu erzählen. Also mal auf den Vorratsraum, den habe ich mega Freude. Yay! Da gibt es einfach auch noch. Ja, die tun wir einfach für ja, gern, bitte. Und dann so lassen. Ja, da brauchen wir auch keine Heizung drin, das ist perfekt. Dann wird es nämlich einfach kühl bleiben da innen. Es wird nicht, ja, es geht. So ein bisschen. Aber da musst du auf jeden Fall nicht reinwärmen. Da braucht es keinen Radiator. Hey, die sind noch süß, schau. Ja, es hat mega viel herziges Geschirr, habe ich gesehen. Da, Aschenbecher. Alles so altes Zeug. Hey, dann machen wir Espresso. An die Fotos suchen, komm. Ja, willst du Espresso? Ein Espresso. Espresso-Tässchen. Einmal Express, bitte. Ja, schau mal, wie herzig. Voll süß. Ja, an dem habe ich mega Freude, endlich mein Vorratsraum. Aber dann müssen wir ausbauen. Wir haben nämlich schon sehr viel Zeug. Mit unseren Konserven und eingemachten Sachen, eingekochten Sachen, fermentierten Sachen. Plastik. Ja, das ist so ein... Jetzt musst du schauen, jetzt kommt sicher noch Nein, es ist Stein drunter. Es ist Stein drunter. Das könnten wir einfach wegnehmen sonst. Und ja, da kann man dann Parkett drauf tun. Eben, der ist wahrscheinlich schon so eben. Darum wollte ich da aber nicht oben spitzen oder etwas. Weil, ja. wenn der schon so eben ist. Und da ist ja auch Stein. Also da kommt dann einfach noch ein Parkett in, überall, wo es einen fällt. Aber für den Anfang, die 2 Räume dort haben schon ist ja, so. Eben. So. Also, auf Wiedergüchs. Also, wir machen uns mal an die Fotosuche. Peace. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.